Herzlich willkommen. Stell dir vor, du entdeckst ein Kunstwerk, das so lebendig ist, dass du fast erwartest, dass die dargestellte Person jeden Moment aus dem Bild heraustritt. Doch hinter diesem Bild steckt eine Geschichte, die fast in Vergessenheit geraten ist. Heute geht es um die im KZ verstorbene Julie Wolfthorn, eine bemerkenswerte deutsch-jüdische Malerin, Zeichnerin und Grafikerin der Moderne, deren Leben und Werk lange im Schatten standen. Aber warum konnte sie überhaupt als Frau Künstlerin werden? Eine mögliche Erklärung. Sie stammte aus einer wohlhabenden liberalen Familie, die es ihr ermöglichte, trotz der damaligen gesellschaftlichen Einschränkungen eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Lasst uns gemeinsam in ihr aufregendes Leben einsteigen. Julie Wolfthorn wurde 1864 in Thorn, Westpreußen geboren. Als jüngstes von 5 Kindern wuchs sie nach dem frühen Tod ihrer Eltern bei Verwandten auf. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Kunst und studierte Malerei und Grafik in Berlin und Paris. In Berlin lebte sie in der Bülowstraße, einem Zentrum des kulturellen Lebens. Mit 40 Jahren heiratete sie den Kunsthistoriker Rudolf Klein-Diepold. Kinder hatten sie jedoch keine. Sie war Mitbegründerin der Berliner Sezession und engagierte sich für die Rechte von Künstlerinnen. Trotz ihrer Erfolge und aktiven Teilnahme an verschiedenen Künstlervereinigungen wurde sie 1933 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ausgeschlossen. Trotzdem blieb sie in Berlin und wurde 1942 zusammen mit ihrer Schwester in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie trotz der widrigen Umstände zeichnete. Im Ghetto leben etwa 50.000 Menschen, das sind etwa 10-mal mehr als die ursprüngliche Einwohnerzahl. Das Essen ist knapp. Manchmal schlafen 3 Menschen auf einem Platz und überall sind Flöhe und Läuse. Mangel an Vitaminen und Unterernährung. 2 Jahre später, kurz vor ihrem 81. Geburtstag, verstarb sie dort. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Werke genauer an. Ihr Malstil war stark vom Jugendstil beeinflusst und sie nutzte weiche Linien und natürliche Formen. Ihre Motive reichten von Porträts bis hin zu Landschaften. Sie war bekannt für ihre ausdrucksstarken Porträts, die oft eine tiefgründige Emotionalität und psychologische Tiefe zeigten. Zu ihren bekannten Werken gehört das Mädchen mit blau-grünen Augen. Dieses Werk zeigt die individuelle Persönlichkeit der dargestellten Person, im Gegensatz zu anderen Darstellungen jener Zeit. Das Werk 4 Mädchen auf Waldboden stellt die Unschuld und Schönheit der Jugend dar. Das Titelbild der Zeitschrift Jugend ist ein Sinnbild des Jugendstils. Übrigens gehörte sie um die Jahrhundertwende zu den wenigen Frauen, die regelmäßig Aufträge von diesem Magazin erhielt. Ihr Lebenswerk umfasst hunderte Werke, von denen viele verschollen sind. Deutsche Museen stellten ihre Werke nach 1945 nicht mehr aus. Erst seit 1993 wird sie wiederentdeckt und als eine der bedeutendsten Künstlerinnen ihrer Zeit gewürdigt. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Julie Wolfthorn gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten.